Herr Professor Sirocco, vielen Dank, dass Sie nach Halle gekommen sind. Was ist Ihr Fachgebiet? Womit beschäftigen Sie sich? Ja, von der Ausbildung her bin ich Geowissenschaftler und schon seit vielen Jahren ist mein Spezialgebiet die Klimaforschung, insbesondere Klimarekonstruktion. Früher aus marinen Sedimenten im Indischen Ozean und heute vor allem aus Seesedimenten in der Eifel, die sogenannten Mare, die ein ganz besonders schönes Archiv darstellen. Sie haben Meeres- und Seesedimente erwähnt. Wie kann man sich das vorstellen? Was für Klimaarchive sind das und was kann man daraus ablesen? Ja, im Ozean studiert man eigentlich großräumige Klimaprozesse, wie zum Beispiel den Monsun oder El Niño, die Nordatlantikdrift. Dinge, die einfach eine globale Bedeutung haben, einfach über die Fläche, die sie abdecken. Wenn man dann in der Eifel ist oder irgendwo hier in Mitteleuropa in einem kleinen See, dann schaut man sich das an, was lokal vor Ort an Wetteranomalien stattgefunden hat. Dafür hat man dann wiederum auch die Menschen dicht dran und sieht deren Signal in den Seesedimenten. Aber bleiben wir noch mal kurz beim Ozean. Wie gesagt, die Regionalität ist wichtig, großräumige Prozesse ist der Vorteil, aber andererseits der Nachteil ist, dass im Ozean sehr, sehr wenig Sediment absinkt pro Jahr. Das sind wenige Partikel, 0,1 Millimeter pro Jahr oder noch viel weniger. Und von daher ist die Auflösung, wenn wir einen solchen Kern, der aus dem Ozean herausgestanzt wurde, dann beproben, alle Zentimeter weiß, üblicherweise nur so 10 bis 100 Jahre. Das heißt, wir kriegen keine Wetterereignisse, wir kriegen großräumige Veränderungen und die kriegen wir sehr ordentlich. Aber wir kriegen nie das Einzelereignis. Insofern ist ein Ozean ein System, in dem man langfristige Prozesse untersucht und wenn man kurzfristige, schnelle Prozesse haben möchte, dann geht man besser an Land. Ja, wie macht man das? Sie haben gesagt, man stanzt etwas raus, man macht einen Bohrkern und da sieht man dann die Jahreswarfen oder die 10 Jahreswarfen und kann dann in den einzelnen Jahreswarfen die Pollen finden oder die Isotopen nachweisen. Was macht man da? Vielleicht vorab ein paar Worte über die Bohrtechnik. Es gibt Bohrverfahren, so wie eine Erdölbohrung, da können Sie 3000 Meter tief mit bohren. Es gibt durchaus auch Forschungsbohrungen, die so tief runtergehen. Aber normalerweise, wenn wir hier im Ozean oder in den Seen arbeiten, dann hat man Geräte, die wie so ein Apfelkern ausstechen aus dem Apfel. Der wird einfach ins Sediment reingedrückt und dann ziehen Sie so eine runde Röhre hoch. Die wird aufgesägt und dann können Sie eben halt millimeterweise, zentimeterweise beproben. Und durch den Probenabstand geben Sie dann noch die Zeitauflösung vor. Und das ist abhängig von der Fragestellung. Wenn Sie jetzt ein bestimmtes Wetterereignis haben wollen, dann müssen Sie millimeterweise beproben. Wollen wir wissen, ob es in der Eiszeit 5 Grad kälter war oder 8 Grad kälter war als heute, dann können Sie mit viel, viel größeren Abständen herangehen. Nicht? Insofern die Zeitauflösung hängt ab von der Probenauflösung und von der Sedimentationsrate, wie viel pro Jahr dort reinfällt. Das nächste, was dann wichtig ist, dass wir man sagt in der Fachsprache Proxy dazu, also etwas, was das Klima der Vergangenheit annähert als Begriff, wie zum Beispiel Temperatur oder Niederschlag. Irgendworaus müssen wir es ja ableiten können. Bei der Temperatur ist es relativ einfach. Da gibt es manche, Sie erwähnten schon die Pollen, manche Bäume, die blühen eben halt nur, wenn der Juni eine Temperatur von 17 Grad hatte. Wenn der Juni nicht warm genug war, dann blüht die Linde eben halt nicht. Das heißt, finden wir Lindenpollen, dann wissen wir, der Juni hatte die und die Temperatur. Und so gibt es ein ganzes Set von verschiedenen Analysetechniken, wie man eben halt auf Wetter, Temperatur, klimarelevante Prozesse rückschließen kann. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Kunst des Geowissenschaftlers, da für das jeweilige Ablagerungssystem den optimalen Informationsträger zu finden. Also es gibt jetzt marine Sedimente, es gibt Bohrkerne in Maren oder in Seen, dann gibt es ja noch diese berühmten Eisbohrkerne. Ja, das ist sicherlich eine andere Dimension. Wir haben auf Grönland, wir haben auf der Antarktis heute noch große Eisschilde, die sind 3 Kilometer mächtig. Die hat man mittlerweile komplett bis zur Basis durchgebohrt und hat dort eine sehr hohe Sedimentationsrate, klar, 3 Kilometer, die in 20.000 Jahren oder in 100.000 Jahren aufgewachsen sind. Aber haben einen großen Nachteil. A, sie studieren das Klima in der Antarktis, nicht in Mitteleuropa. Sie werden nicht über die Neolithisierung hier was ableiten können, welche Temperaturen wir hier hatten, wenn sie irgendwo in Grönland sitzen. Andererseits haben diese Eiskerne eben halt den riesigen Vorteil, dass in dem Schnee, der dann zu Firn und später zu Eis wird, die Luft der damaligen Zeit konserviert ist und man halt heute auch noch den CO2-Gehalt, Methangehalt, Spurengase und Dinge im Eis messen kann. Also sind die Eiskerne, wenn es um globale Gaskonzentrationen in der Atmosphäre geht, Stichwort Global Change Problematik und Greenhouse Gases und ähnliches, dann sind die Eiskerne nicht zu schlagen. Dann sind sie mit Abstand das Beste, was es gibt. Wenn wir aber wiederum wissen wollen, was war hier in Mitteleuropa in der Enjete-Zeit los, dann helfen sie uns gar nicht. Jetzt sind wir in Mitteleuropa oder jetzt sind wir hier schon in prähistorischen Zeiten.
Wie schaut die Klimaentwicklung hier in Mitteleuropa, sagen wir mal, seit dem Neolithikum aus? Wie schaut sie seit etwa 5000 vor Christus aus, ganz grob? Also Sie werden es kaum glauben, aber darüber streiten wir uns heute noch. Aus dem ganz einfachen Grunde, weil all die ganzen Archive, die wir hier in Mitteleuropa haben, schon seit der Neolithisierung eben halt, vom Menschen ganz stark beeinflusst sind. In dem Augenblick, wo die Neolithiker angefangen haben, die Wälder zu roden, die Landschaft umzugestalten, haben sie die Sedimentationsraten in den Seen verändert, haben den Chemismus verändert, haben sehr schnell auf vielfältige Art und Weise in die Hydrologie eingegriffen, Aufstauungen von irgendwelchen Wehren für Mühlen und so weiter und so fort, sodass gerade die letzten 5000 Jahre wirklich schwierig sind. Ich kann Ihnen relativ genau sagen, wie es war von der Eiszeit zum Mesolithikum, zum Zeitalter vor 10.000 Jahren vor heute. Aber in den letzten 5.000 Jahren ist es deutlich schwieriger durch den menschlichen Eingriff. Aber um zumindest eine angenäherte Frage oder eine angenäherte Antwort darauf zu geben, wir wissen, dass es im frühen Holozän vor 8.000 Jahren, ich sage jetzt mal so 1 bis 2 Grad wärmer war als heute. Und das ist dann etwa so, ja, wann ging es richtig abwärts? So 2000 Jahre vor Christus. Da fing es dann an, sich zu verschlechtern. Und dann gab es so eine Phase, wo eigentlich immer mal es wieder ein bisschen wärmer, ein bisschen kälter war. Jeder hat schon mal von einer kleinen Eiszeit gehört, so 1500 bis 1800 etwa. Da war es deutlich kälter als heute. Also wir haben in den letzten 5000 Jahren viele Fluktuationen, die hin und wieder auch mal richtig kalt werden. Während wir im frühen Holozän eine sehr stabile Phase hatten, wo es eigentlich kontinuierlich ein bisschen wärmer war als heute. Aber Absolutbeträge würde ich nicht wagen, ihn zu nennen. Jetzt mal einen aktualistischen Ausflug. Ist es nicht schwierig, dann, wenn man so ein schwankendes Klima durch die Zeit hat, dann Kausalitäten abzuleiten, wenn man, sagen wir mal, vielleicht 2, 3 Klimagase nur über 50 Jahre misst? Ja, das ist eben halt immer so die Sache, man erwartet heute, es wird viel Geld in die Klimaforschung reingepumpt, man erwartet irgendwann eine Prognose. Wie sieht es in 100 Jahren aus, wie sieht es in 500 Jahren aus? Und das funktioniert natürlich nur dann, wenn wir die Vergangenheit wirklich richtig exakt beschreiben können. Und wie ich Ihnen schon sagte, wir haben schon bei den Temperaturrekonstruktionen, bei den Absolutwerten Probleme. Also Geowissenschaftler gehen da auf eine Art und Weise ran, anders als Modellierer, das kann ich gleich vielleicht noch erläutern. Wir gehen so daran, dass wir sagen, Dinge, die zeitgleich stattfinden, sind mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit noch auch kausal miteinander verknüpft. Und das, was später kommt, ist abhängig von dem, was davor war. Ganz, ganz simpel letztendlich. Ich glaube, Archäologen denken ähnlich. Aber ich denke, jeder, der an Ursache und Wirkung denkt, müsste eigentlich so denken. Ja, nicht immer. Also ganz ehrlich gesagt, es gibt mittlerweile viele Leute, die glauben mehr an einem Modell und sagen, da macht ihr mit eurer Stratigraphie irgendwas verkehrt. Es gibt viele Dinge, wo man eben halt das Vor- und danach nicht so hundertprozentig genau bestimmen kann. Verwühlung im Sediment und ähnliches. Durchaus schwierig manchmal, wenn man auf kurzen Zeitskalen ist. Und das ist eben halt die andere Möglichkeit, heute Klimaforschung zu betreiben. Man nimmt sich ein Modell und studiert dann eben halt über mathematische Gleichungen, die dort eingespeist werden durch chemische Reaktionen und ähnliches. Ein ganz normales Wettermodell, wie Sie auch für die Tagesschau benutzen, und lässt das auf längeren Zeitskalen laufen und kriegt dann dort auch sehr ordentliche Prognosen raus. Aber wenn ich so jetzt als Laie von außen frage, als Archäologe, dann müsste man doch da solide Messungen einiger Variablen über einen langen Zeitraum haben. Dahin strecken wir uns ja. Aber dafür müssen Sie eben halt die Aussagefähigkeit Ihrer Proxys verbessern, dass die Temperatur nicht auf plus minus 2 Grad genau bestimmt wird. Das bringt uns nichts, wenn die Veränderung nur 1 Grad ist. Wenn die Veränderung 1 Grad ist, dann müssen wir schon die Genauigkeit von plus minus 0,2 Grad haben oder irgend sowas. Und das kriegen Sie nicht immer so schnell. Das ist schwierig, die Proxys so hin zu verbessern. Und Sie müssen Ihre zeitliche Einstufung der Sedimente oder Eiskerne, was immer Sie eben halt haben, sehr, sehr genau machen. Da haben Sie es in der Archäologie einfacher, wo dann typologisch einfach gesagt werden kann, wir sind jetzt definitiv im 2. Regierungsjahr von dem und dem, weil da wurde etwas eingeführt. Weil wir eine Münze haben. Ja, genau. Aber als Archäologe sage ich auch, wenn ich mir die lange Geschichte menschlicher Existenz anschaue, wenn ich mir anschaue, wie Homo erectus, Neandertaler immer wieder vor Eiszeiten zurückweichen, die nächste Eiszeit wird für die technische Zivilisation ein Problem werden. Und eigentlich sehe ich in der langen Distanz, da bin ich als Archäologe gewöhnt, Sie als Geologe auch, sehe ich eigentlich die nächste Eiszeit als Problem. Und wie sind wir eigentlich da zwischen 2 Eiszeiten? Kann man da was sagen? Das ist eine interessante Frage.
Was steuert eine Eiszeit? Letztendlich sind es die Temperaturen im Sommer, nämlich ob der Schnee, der im Winter gefallen ist, im Sommer wieder schmilzt oder nicht. In dem Augenblick, wo wir da einen Grenzwert haben, dass der Schnee nicht mehr weggeschmolzen wird, der bleibt liegen, dann bleibt im ersten Jahr 10 cm liegen, im nächsten Jahr 20 cm, bam, 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 und dann wächst das auf, das machen sie 100 Jahre lang oder 1000 Jahre lang, haben sie ein Eisschild. Das ist die Jahresschneebilanz, die ist eigentlich entscheidend und die hängt an der Temperatur und die Temperatur hängt an den Meeresströmungen. Das ist bei uns hier in Mitteleuropa, aber auch genauso in Nordamerika. Und das sind ja die beiden Regionen, die vereisen, Skandinavien, Nordamerika. Da hatten wir während der Eiszeit die großen Gletscher. Das heißt, wenn wir in die Zukunft schauen, dann gibt es eben halt mehrere Prozesse, die eine solche Vereisung steuern. Zum einen das CO2 als Treibhausgas erwärmt die Erde global, aber auch die lokale Meeresströmung, ob der Golfstrom nun eben halt bis nach Island reicht oder ob der Golfstrom bis nach Norwegen reicht, macht für uns zum Beispiel hier in Norddeutschland oder in Dänemark einen riesen Unterschied aus. Und insofern ist es eben halt das CO2 in der Atmosphäre, das sind die Meeresströmungen, es ist aber auch die Intensität der Sonne selber. Die ist zwar über lange Zeitskalen relativ konstant, aber es gibt durchaus mal Phasen, bei niedrigen Sonnenflecken zum Beispiel, wo lokal oder regional manche Dinge der Erdoberfläche stärker erwärmt werden und manche weniger. Das heißt, die Sonne ist in dem System drin, Vulkane, hier auf dieser Tagung ja ein großes Thema, kühlen die Atmosphäre. Der Pinatubo hat für 3 Jahre lang eine Abkühlung von 1,5 Grad oder irgendwas im globalen Mittel gemacht. Und das sind eigentlich so die großen, ich sage mal Global Player, die unser Klima beeinflussen. Aber so ganz verstehen wir das Zusammenwirken noch nicht. Wir verstehen es überhaupt nicht, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Wir können mit dem CO2 loslegen und rechnen uns etwas Tolles hin und dann verglüht die Erde in 300 Jahren. Oder wir rechnen eben halt mit irgendwelchen anderen Systemen, zum Beispiel der Statistik, wann war die letzte Eiszeit, wann war die Eiszeit davor, dann müssten wir in 2000 Jahren in der nächsten Eiszeit stecken, rein statistisch gesehen. Und man muss wirklich sagen, obwohl viele Leute sich da aus dem Fenster lehnen und sehr extreme Positionen beziehen, die Leute, die alle diese 4, 5 Variablen im Hinterkopf haben, weil sie in der Vergangenheit gesehen haben, dass das alle irgendwann mal wirken, sind, glaube ich, mit Prognosen viel, viel vorsichtiger geworden. Weil wir wissen einfach nicht, wann die nächsten Vulkane losspucken. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, ob es die nächsten 100 Jahre oder 1000 Jahre systematisch immer wärmer wird. Also ob wir vor einer Erwärmung oder vor einer möglichen nächsten Eiszeit stehen. Also wir haben vor 5 Jahren mal ein Projekt gemacht mit dem BMBF. Da ging es darum, den Vereisungstermin vorherzusagen. Da haben wir eine Riesensumme Geld für bekommen. Und es gab wirklich diese 2 Positionen. Wenn Sie auf das CO2 schauen und auf was wir mit dem Erdöl und mit der Kohle machen, dann wird die Erde wärmer, gar keine Frage, wenn Sie nur das CO2 anschauen. Aber wenn Sie dann eben halt andere Prozesse mit reinnehmen, dann müssten wir in 1000 Jahren in der nächsten Eiszeit stecken, von der Insolation her zum Beispiel. Und da brauchen nur ein paar Vulkane kommen und schon sind wir wirklich richtig in der Eiszeit drin. Wir haben Experimente mit so einem Zirkulationsmodell gemacht, in dem man den Pinatubo nicht nur einmal hat stattfinden lassen, sondern im nächsten Jahr wieder ein, im nächsten Jahr wieder ein. Es dauerte 6, 7 Pinatubos jedes Jahr und plötzlich sagte das Modell Eiszeit. Weil nämlich einfach die Strahlungsbilanz so runtergefahren war durch das Akkumulieren der Vulkanasche in der Atmosphäre, dass plötzlich Nordamerika anfing, da blieb der Schnee liegen im Sommer und das dauerte 500 Jahre und dann waren wir in der Eiszeit drin. Also 7 Pinatubos nacheinander und wir sind in der Eiszeit, obwohl wir CO2 rausblasen. Man wollen wir nicht hoffen, dass wir 7 Pinatubos hintereinander bekommen, aber das sind einfach Prozesse, die außerhalb unserer menschlichen Einfluss liegen, aber die genauso real sind wie das CO2, was ansteigt. Wir haben ja Zeiten der Menschheitsgeschichte mit erhöhter und mit weniger erhöhter vulkanischer Aktivität. Das sind Dinge, die wir nicht steuern können. Ja. Und wahrscheinlich noch nicht mal in den Aktivitäten wirklich solide vorhersehen. Von daher würde ich mal sagen, es ist wie vor Gericht und auf hoher See in Gottes Hand. Ja, wenn man es glaubt. Auf hoher See, das passt sehr gut. Da gibt es wieder mal einen Sturm und das Schiff kippt um. Und plötzlich ist alles ganz anders, als man vorher dachte. Also wir lassen uns zurückkehren nach Mitteleuropa. Mit Ihren Untersuchungen und Stanzungen, nenne ich das jetzt, in den Maren, was können Sie uns da sagen zum Klima in der Frühbronzezeit, in der Zeit zwischen 2000 vor Christus und 1500 vor Christus, spezieller um 1600 vor Christus? Uns interessiert es ja vor allem deshalb, weil wir in ganz Europa um 1600 vor Christus archäologisch starke Veränderungen sehen, in Griechenland, in Spanien, aber auch in Mitteleuropa.
Und in Griechenland scheint es nach langem Zögern der Archäologen klar zu sein, dass das zumindest mit dem Santorin-Vulkanausbruch zusammenhängt, dass dort es tatsächlich zu einer Art im Minoischen, zu einer Art Aufstand gegen die Oberschicht kommt, dass es zu Wirren kommt, dass es zu einer Übernahme Kretas durch die Mykener kommt und Ähnliches. Wir haben aber auch in Mitteleuropa einen Zusammenbruch dieses Herrschaftssystems der Aunititzer Kultur. Es kommt zur Deponierung der Himmelsscheibe von Nebra und vieler anderer Dinge. Und es kommt danach zu einer anderen gesellschaftlichen Ordnung. Und wir haben uns gefragt, kann das mit Klima zusammenhängen? Wir haben hier immer das Risiko, aktualistisch zu sein, weil die Klimadiskussion modern ist, aber nicht alles, was modern ist, muss ja falsch sein. Also was kann man da zum Klima um diese Zeit sagen? Kurz mal zurück. Klima, die klassische Definition, ist der mittlere Zustand der Atmosphäre über 30 Jahre. Wenn wir da hinschauen in diese Zeit, da ändert sich eigentlich nicht viel. Also wir können nicht sagen, dass es jetzt grundsätzlich wärmer wird oder grundsätzlich mehr Regen oder Ähnliches kommt. Und das Wetter? Ja, das ist eben halt genau die Sache. Wenn wir auf die Wetterzeitskala gehen und dann einzelne Events uns anschauen, dann sind diese Maarsedimente optimal geeignet, dies zu rekonstruieren, wenn Sie ein Maar finden, wo es irgendwo einen kleinen Bach gegeben hat, der seine Sedimentfracht, die er vorher erodiert hat, in den Bach dann in diesen See eingetragen hat und dort das Ganze zur Ablagerung kommt, dann sehen Sie plötzlich eine dicke, mächtige Lage, 3 Zentimeter oder vielleicht sogar mal 10 Zentimeter mächtig, wo ein Hochwasser Suspensionsfracht eingespült hat. Und diese Suspensionsfracht, die können wir natürlich untersuchen und sehen dann sehr genau drin, was stand im Umfeld des Maares, dort wo erodiert wurde, welche Früchte finden wir da, was für Feldfrüchte hatten die Menschen damals. Aber vor allen Dingen sehen wir das Hochwasser an und für sich. Und um auf Ihre Frage jetzt eine Antwort zu geben, es gibt über die letzten 10.000 Jahre 4, 5, vielleicht sind es 6 oder 7, richtig mächtige Hochwasserereignisse. Ein Jahrtausendhochwasser gab es genau um 1600. Nach unseren Datierungen plus minus 40 Jahre, muss man ganz ehrlich sagen. Das heißt, es kann mit der Himmelsscheibe auf den Tag genau zusammenfallen. Es kann aber auch 30, 40 Jahre auseinander liegen. Und da ist jetzt eben halt das Problem dieser stratigraphischen, der Alterszuweisung, da die Schärfe zu erhöhen von Seiten der Archäologie, von Seiten der Sedimentologie, der Seeforschung, das ist für mich eigentlich so die höchste Herausforderung für die nächsten 5, 6 Jahre. Das ist nämlich technisch machbar, aber wir haben es noch nicht gemacht. Da müssten wir nur mal aufeinander zugehen und das mal in die Wege bringen. Das geht mittlerweile. Werde ich nachher in dem Vortrag oder morgen etwas darüber erzählen. Aber letztendlich, Ihre grundlegende Frage war, was ist passiert um 1600? Und die Antwort darauf, es hat ein extremes Hochwasser gegeben, massive Erosion, Bäume sind entwurzelt worden, wir haben ganz starke Einspülung von Holz in die Mare hinein. Richtig dicke Holzstücke finden wir sonst nie, aber in dieser Lage ist richtig dickes Holz drin. Das heißt, es muss sehr, sehr stark geregnet haben, sehr starke Erosionsleistung. Und ich gehe davon aus, dass zumindest in der Eifel die Felder wirklich richtig systematisch verwüstet wurden. Und wenn man weiß, dass ein Feld nicht von heute auf morgen bestellt werden kann, sondern ein Boden muss sich entwickeln, da müssen Drainagen, Zäune, drum und dran, irgendwas werden die früher auch schon gehabt haben. Das könnte wirklich einen Impact damals in die Gesellschaft reingebracht haben, wo man sagt, es ist ein einmaliges Katastrophenereignis, was aber so schlimm war, dass die Kulturen wirklich darauf reagieren. Das wäre eigentlich mein hypothetisches Szenario, was am realitätsnächsten ist. So ein Superstarkregenereignis, so ein Jahrtausendregen, kann ja mit verschiedenen Wetterphänomenen korrelieren. Wie kommt es zu dem Phänomen, und wie ausgedehnt ist so ein Phänomen? Denn der 1342er, glaube ich, der Regen, der war sehr ausgedehnt. Das war ein Sommerregen und das 1600 BC war wahrscheinlich ein Winterregen, nicht ein Regen, sondern ein Hochwasser nach einem extrem starken, schneereichen Winter. Das sind wir im Augenblick da gerade dabei zu analysieren. Aber um erst nochmal auf diese Regionalität zu sprechen zu kommen, mit so einem Maar in der Eifel schauen wir uns an, plus minus 20 Kilometer. Es ist aber statistisch so, dass wenn es in der Eifel sehr stark regnet, in ganz Mitteleuropa bis nach Tübingen rein, im gesamten Mittelgebirgsraum, sagen wir mal so, haben wir dann zeitgleich ähnlich starke Regenereignisse. Das heißt, es ist keine 1:1 Korrelation, aber Sie können davon ausgehen, wenn es in der Eifel regnet, hat es bei Ihnen hier in Halle auch geregnet. Ebenso ist es mit den Hochwässern. Die Donau, es korreliert mit dem Main und mit dem Rhein. Andererseits die Elbe dann im Norden, die macht was anderes.
Also da ist dann schon ein anderes Klimat. Und auch die Alpenflüsse machen auch etwas anderes. Man muss sehr stark in die Regionalität schauen, aber insofern können wir davon ausgehen, unsere Eifelhochwässer haben Sie hier auch erlebt, Ihre Kulturen hier haben die auch erlebt. Und ja, letztendlich Mittelgebirgsraum ist ein wettermäßig homogener Bereich. Und was kann da passiert sein? Es ist viel Schnee gefallen und der schmilzt plötzlich, weil es warm wird. Wir können ja mal 2, 3 Hochwässer durchgehen. Also 1342, das war im Sommer, eine Woche lang. Nach Christus. Ja, wo 50% der Jahresniederschläge in einem Jahr gefallen sind. Und man macht sich das gar nicht so klar, was passiert eigentlich bei solchen starken Niederschlägen. In einer Woche, 50%. Ja, Entschuldigung, in einer Woche 50% des Jahresniederschlages. Und dieser Regen, der fällt, füllt den Porenraum auf. Normalerweise haben wir ein Grundwasser und irgendwo eine Erdoberfläche. Und dazwischen ist ein Bereich, wo im Sediment Luft mit drin ist. Diese Luft wird ausgetrieben, füllt sich mit Wasser auf und der Grundwasserspiegel steigt. Im Extremfall kann der so hoch steigen, dass der Berg wirklich bis zu seiner Spitze alles voll mit Wasser ist. Und dann kriegen Sie Quellaustritte plötzlich oben an den Spitzen der Berge. Das ist 1342 passiert, dadurch diese Runsen, die dann gerissen wurden. Vom Grundverständnis her. Das ist erstmal wichtig, weil das passiert in den gebirgigen Landschaften. Die andere Seite, die wir haben, sind starke Winterhochwässer oder meistens im März, im Februar gibt es heute auch Eisstau, wenn im Winter viel Schnee gefallen ist, aber insbesondere, wenn die Flüsse zugefroren waren. Also der Schnee ist gar nicht so wichtig, sondern es ist wichtig, dass wir möglichst mit Grundeis eine ganz lange kalte Phase hatten, dass die Flüsse vereist sind. Irgendwann bricht das Eis auf und staut sich irgendwo an einer Brücke oder früher in irgendeiner Meanderschlinge oder wo auch immer, wo es ein bisschen enger wird. Und dann staut das Eis zurück. Und dann muss man davon ausgehen, dass eben halt die Flussniederungen wirklich von Hochwässern verheert wurden. Das wäre so die Reaktion typischerweise auf ein Winterhochwasser. Das heißt, um die Brücke zur Archäologie wieder zu schlagen, haben wir ein Winterhochwasser, dann würde ich sagen, all die Städte, all die Siedlungen dicht an einem Fluss dran sind wirklich weg, zerstört. Während haben wir so etwas wie ein Sommerhochwasser, wo einfach viel Regen ist, dann werden die Felder, die an den Hängen liegen, weggespült und dadurch wird den Menschen die Nahrungsgrundlage entzogen. Also man muss das schon differenzieren, es ist nicht immer Hochwasser gleich Hochwasser. Es gibt offenbar, das zeigen uns die Baumringe, ebenfalls im frühen 16. Jahrhundert ein Ereignis, dass es kälter wird. Kann das korrelieren mit diesen Regenereignissen? Im frühen 16. Jahrhundert. Also ich weiß zum Beispiel, der Bruegel, als er seine Bilder gemalt hat, so 1565 drum etwa, wenn Sie mal genau hinschauen, dann fällt Ihnen da auf, dass der Schnee darstellt. Der stellt zwar Winterlandschaften dar, aber glatte, vereiste Flächen der Seen. Da liegen keine großen Schneehaufen irgendwo. Das war eine Phase, wo gar nicht viel Schnee gefallen ist, wo es eiskalt war. Das war so typischerweise Hochdruckgebilde, die von Russland bis nach Mitteleuropa reingekommen sind und einfach lange, trockene, kalte Winter gemacht haben. Ist ein ganz anderes Signal, als wenn wir plötzlich 2 Meter Schnee haben, wie wir das jetzt in den letzten Jahren plötzlich dann in Norddeutschland hier oben haben. Insofern muss man auch da wieder differenzieren. Aber im Großen und Ganzen, ja, die Ursache dieser Geschichte um 1560, was da passiert ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Wenn wir reinschauen in Sonnenaktivität, in Vulkanereignisse, was haben wir noch? Golfstrom. Na, der Golfstrom wird kühler in der Phase irgendwo, aber wir haben kein Signal, wo man wirklich sagt, das schlägt um 1560 zu und das ist die Ursache. Wissen wir nicht. Bei anderen verstehen wir es gut. 1342 kann man zuordnen. Auch jetzt hier die 1600 vor Christus kann man zuordnen. Da war es der Santorin-Ausbruch. Aber 1560 nach Christus, also im Beginn der Neuzeit. Es ist evident, dass es passiert ist, aber wir wissen nicht warum. Glauben Sie, dass dieses Hochwasserereignis um 1600, jetzt mal hypothetisch, mit Santorin zusammenhängen kann? Ja, sicher. Man weiß einfach, wenn nach solchen großen Vulkanausbrüchen kommt dieses Wetter flächendeckend. Wenn Sie wirklich Vulkane haben, die in den Tropen liegen, kann das globale Wetter aus den Fugen geraten. Aber durch die Trübung der Atmosphäre kommt weniger Energie an die Erdoberfläche, Tiefdruckgebiete, Hitzetiefs, ähnliches, Hochdruckgebiete verändern sich. Also der Vulkan wirkt auf mehrfache Weise in die Atmosphäre rein. Vor allen Dingen wird der Ozean nicht so viel Energie aufnehmen. Wenn Sie also wirklich 4, 5 Wochen lang 10% der Energie durch vulkanische Aschen im Nordatlantik wegnehmen, dann speichert der nicht so viel Energie. Wenn er keine Energie gespeichert hat, ist auch die Verdunstung nicht so hoch. Keine Verdunstung, bei uns auch kein Regen. Das sind sehr komplexe Systeme.
Aber die Vulkane wirken auf vielfältige Weise da rein. Da bin ich mir ganz sicher. Das heißt, es kann theoretisch sich bei dem Ereignis um ein Ereignis handeln 1612, 1610, und wenn 1613 jetzt der Ausbruch angenommen wird, dann passt das perfekt zusammen. Dass dann sozusagen es einfach zu mehr Schneefall im Winter kommt. Ja, das ist die andere Möglichkeit, dass die Winter dann eben halt durch die fehlende Strahlung, die nicht mehr auf die Erdoberfläche gekommen ist, sehr, sehr kalt werden. Und wir dann starke Schneefälle haben, sehr spätes Schmelzen von dem Schnee. Wenn wir dann noch einen Wärmeeinbruch haben, irgendwo so im März, zum Beispiel 1783, 84 gab es so etwas, ganz großen Wärmeeinbruch nach einem kalten Winter, damals vom Laki-Vulkan auf Island verursacht. Dann kriegen sie eine gigantische Schneeschmelze und 1884 ist das stärkste Hochwasser, was wir hatten im Laufe der letzten 500 Jahre. 1342 war noch stärker, aber dann kommt die 1783, 84. Und das eine ist vom Vulkan getrieben, zweifelsohne. 1342, würde ich sagen, ist von der Sonne getrieben. Und Sie hatten gesagt 1342 und all die waren ja nach Christus. 1600, das war ja eigentlich vor Christus, das möglicherweise ebenfalls vulkangetrieben ist. Haben wir noch andere vorchristliche Ereignisse, die Sie detektieren können, solche Hochwasserereignisse? Also eins, mit dem wir uns jetzt intensiv beschäftigt haben, ist 800 vor Christus. Das ist eine Phase, wo schon Kollegen aus Holland beschrieben haben, vor vielen Jahren, dass es Veränderungen gegeben hat in der Siedlungsart und Weise in Holland damals, dann später auch in Norddeutschland, dass die Menschen aus den Niederungen rausgegangen sind, einfach ein bisschen höher gesiedelt haben. Man sieht das auch in den Torfen, die wir in Norddeutschland haben, dass sich der Torf von Schwarz zu Weißtorf ganz stark verändert. Da hat es eine massive Änderung im Grundwasserspiegel gegeben. Der Grundwasserspiegel ist angestiegen. Also 800 BC ist das, was wir, glaube ich, am besten verstehen, weil es ist zwar nicht historisch beschrieben, aber es ist noch am dichtesten an dem dran, wo man so, das glaube ich auch archäologisch noch ganz gut verstehen kann. Und das 800 vor Christus ist, sagen wir mal, nicht ein Hochwasser, sondern ein allgemeiner Grundwasseranstieg. Das ist genau die Frage. Also bislang wurde es immer in der Literatur als allgemeiner Grundwasseranstieg beschrieben. Wir haben aber in unseren Maren eine richtig diskrete Lage, die genauso dick ist wie 1342. Oder das 1600 BC. Also ich würde im Augenblick sagen, es gibt 3 richtig schlimme Hochwasser. 1342 AD nach Christus, 800 BC vor Christus, 1600 vor Christus und 2140. Das sind so die 4 Alter, wo wir uns sicher sind, dass es Jahrtausendhochwasser waren. Und warum 1342 so intensiv studiert wurde, liegt meines Erachtens nur daran, dass es eben halt historisch beschrieben ist und dass es unsere Landschaft geformt hat und dass wir damals im Mittelalter fast keine Wälder mehr auf den Hängen hatten, sodass es eine ganz starke Erosion gegeben hat. Darüber wird Herr Borg auch noch was erzählen. Sie können das wirklich ab dem Neolithikum ganz, ganz schwer auseinanderhalten, was ist Klima und was ist Mensch. Das ist so das Grundproblem. Wenn wir jetzt als Archäologe auf diese von Ihnen beschriebenen Starkwetterereignisse schauen, dann stellen wir fest, 2140, vielleicht ein bisschen schwierig, Ende des Neolithikums, Beginn der Frühbronzezeit, 1600, ganz sicher das Ende der frühbronzezeitlichen Welt, der Beginn der Hügelgräberbronzezeit mit einer radikalen gesellschaftlichen Änderung. Ja. Und 800 ist das Ende der bronzezeitlichen Welt, Beginn der Eisenzeit, ja, mit einer wieder dramatischen Änderung. Also es vermehren sich die Anzeichen, dass es nicht unbedingt ganz zufällig ist, sondern dass dramatische Großkatastrophenereignisse natürlich mit menschlich-gesellschaftlichen Veränderungen in Zusammenhang stehen könnten. Und das ist ja Ziel unserer Konferenz und ganz spannend, wie ich finde. Also ich denke, eine richtig stabile Gesellschaft wird wahrscheinlich so eine Katastrophe überstehen können. Aber wenn eine Gesellschaft sowieso schon instabil ist, wenn sie Überbevölkerung haben, wenn sie sowieso schon Nahrungsmangel haben, wenn sie irgendwelche anderen Krisen haben, dass gerade eine Seuche wütet und dann kommt ihnen sowas oben noch da drauf, dann glaube ich, kann das richtig zerstörerische Kraft haben. Ja, davon bin ich auch überzeugt. Damals Ihre Wissenschaft selbst, machen Sie nur Mare oder nehmen Sie jetzt auch andere Indizien, dass Sie sagen, ja, wir untersuchen jetzt Muscheln, Schnecken,
wir sammeln weitere Indizien, sodass wir das Ganze verdichten. Ja, also das ist eine Entwicklung, die sich im Laufe der letzten Jahre eigentlich sehr schön bei uns an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz gestalten ließ. Die Universitätsleitung hat gemerkt, das ist ein spannendes Thema, gerade weil wir in der Archäologie mit dem Römisch-Germanischen Zentralmuseum, mit der Anthropologie stark aufgestellt sind. Da passt diese Paläoklimaforschung dazu. Und wir haben jetzt einen Kollegen, der beschäftigt sich mit Muscheln hier in Mitteleuropa, arbeitet auch, glaube ich, mit Ihnen zusammen. Und dann haben wir einen Baumring-Spezialisten. Und wir haben einen Stalagmiten-Spezialisten, dann gibt es mich mit den Seesedimenten und dann gibt es in der Meteorologie noch ein, zwei Leute, die das Ganze von der modellierenden Seite angehen, so dass wir da eben halt wirklich jetzt 4, 5 verschiedene Archive abdecken, plus die Modellierung und uns aber wirklich nur auf das terrestrische Klima stürzen. Diese Landschaft ist so groß, die Klimaforschung, manche Institute gehen nur auf die Meeresgeologie, manche gehen nur auf die Glaziologie. Und wir in Mainz haben uns eben halt entschlossen, auf die terrestrische Wetterforschung zu gehen. Das ist eigentlich so das Thema. Und das ist ein Verbund, der entsteht jetzt erst seit 2, 3 Jahren. Aber ich denke mir, wenn man das jetzt 5 Jahre weiter treibt und dann eng den Kontakt zur Archäologie sucht, dann wird man da ganz spannende Sachen rausbekommen können. Ziel dieser Konferenz ist es, dass wir enger zusammenarbeiten und ich bin überzeugt, das werden wir in Zukunft tun. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.